Hallo meine Freunde. Willkommen zurück bei Einfach Deutsch. Heute ist der 2. Tag des Jahres 2026. Dieser Tag ist leise, aber er ist mächtig. Ein neues Jahr braucht Klarheit. Ein neues Jahr braucht, dass du die Dinge klar siehst, ohne Verwirrung. Viele Menschen starten das Jahr mit Druck. Sie fühlen sich gedrängt. Sie fühlen sich gehetzt oder schwer von innen. Sie sagen, dieses Jahr muss ich alles machen. Sie machen große Pläne. Sie versprechen zu viel. Das heißt auf Englisch New Year Resolutions. Auf Deutsch Neujahrsvorsätze. Aber dann, nach ein paar Wochen, fühlen sie sich müde. Sie fühlen sich enttäuscht. Sie fühlen sich traurig, weil die Wirklichkeit nicht zum Traum passt. Heute machen wir das nicht. Heute fangen wir anders an. Wir fangen langsam an. Wir fangen ehrlich an. Wir fangen mit der Wirklichkeit an. Lass mich dich etwas Einfaches fragen. Warum lernst du Deutsch? Du brauchst keine perfekte Antwort. Du brauchst nur eine wahre Antwort, okay? Vielleicht möchtest du einen besseren Job. Vielleicht möchtest du reisen. Vielleicht möchtest du dich sicher fühlen, wenn du sprichst. Du möchtest dich ruhig fühlen und sicher von dir selbst. Alle diese Gründe sind gut. Aber es gibt etwas, das wichtiger ist als Motivation. Es gibt etwas, das bedeutsamer ist als dieses starke Gefühl, das dich zum Handeln bringt. Motivation ist schön, aber sie kommt und geht. Manche Tage ist sie hoch, manche Tage verschwindet sie. Was bleibt, ist Commitment. Commitment bedeutet eine stille Entscheidung, die du auch an schlechten Tagen hältst. Dieses Jahr jagen wir nicht der Motivation nach. Dieses Jahr bauen wir Commitment auf. Deutsch ist kein Rennen. Wir rennen nicht schnell, um andere zu schlagen. Deutsch ist eine Beziehung. Eine Beziehung wächst mit Zeit, Geduld und Aufmerksamkeit. Denk an ein Kind, das sprechen lernt. Das Kind hört für Monate zu, bevor es klar spricht. Niemand sagt, du bist zu langsam oder du hast versagt. Deutsch als Erwachsener lernen ist genau so. Du versuchst nicht, perfekt zu sein. Du versuchst, präsent zu sein. Du versuchst, hier und jetzt zuzuhören. Du bist nicht gescheitert letztes Jahr. Du hast geübt. Du bist wieder und wieder gekommen. Manche Tage hast du mehr geübt, manche Tage weniger. Das ist das Leben. Das Leben ist nicht sauber und gerade. Es ist chaotisch. Es ist nicht organisiert. Es ist nicht perfekt. Und das ist okay. Das ist ganz normal. Dieses Jahr konzentrieren wir uns nicht auf Ziele. Wir konzentrieren uns auf Systeme. Ein Ziel ist ein Ergebnis, das du möchtest. Ein System ist das, was du jeden Tag machst. Wenn dein System gut ist, kommt das Ergebnis. Dein System wird einfach sein. Dein System wird leicht zu verstehen sein und leicht zu wiederholen. Du wirst Deutsch oft hören. Du wirst ein bisschen jeden Tag sprechen. Du wirst wiederholen. Und noch wichtiger, du wirst weitermachen. Das ist genug. Was bedeutet Erfolg beim Deutschlernen? Viele Deutschlerner denken, Erfolg bedeutet schnell sprechen
Schnell sprechen bedeutet nicht fließend. Fließend bedeutet glatt, klar und bequem. Langsames Deutsch ist starkes Deutsch. Dieses Jahr wird dein Deutsch wachsen wie ein Baum. Ein Baum wächst leise. Du hörst nicht, dass er wächst, aber eines Tages ist er groß. Manche Tage wirst du fühlen, dass sich nichts ändert. Dieses Gefühl ist normal. Dieses Gefühl ist alltäglich und menschlich. Fortschritt in einer Sprache ist am Anfang unsichtbar. Du kannst es nicht klar sehen. Es ist unsichtbar. Aber dein Gehirn verändert sich. Neue Verbindungen entstehen. Neue Verbindungen zwischen Ideen entstehen. Jedes Mal, wenn du zuhörst, passt sich dein Gehirn an. Es ändert sich langsam, um besser zu passen. Auch mach heute ein Versprechen, nicht ein großes Versprechen, ein kleines Versprechen. Verspreche, dass du kommst. Verspreche, dass du zuhörst. Verspreche, dass du Geduld hast. Verspreche, die Fähigkeit zu haben, zu warten ohne Wut. Du brauchst kein Talent. Du brauchst keine speziellen Fähigkeiten. Du brauchst Zeit und Wiederholung. Das ist alles. Jetzt will ich mit dir über Disziplin sprechen. Wenn Menschen das Wort Disziplin hören, fühlen sie sich oft unwohl. Sie stellen sich strenge Regeln vor. Sie stellen sich schwierige Regeln vor. Sie stellen sich Bestrafung vor. Sie stellen sich vor, dass sie harsch behandelt werden für Fehler. Aber das ist nicht die Disziplin, über die wir sprechen. Die Disziplin, die wir wollen, ist sanft. Sie ist weich, nicht aggressiv. Disziplin bedeutet einfach das Machen, was wichtig ist, auch wenn du nicht aufgeregt bist. Lass mich dir ein einfaches Beispiel geben. Stell dir vor, du wachst morgens auf. Du fühlst dich müde. Du hast keine Lust, deine Zähne zu putzen. Aber du machst es trotzdem. Nicht, weil du es liebst, sondern weil es Teil von dir ist. Du bist eine Person, die sich um ihre Zähne kümmert. Das ist Identität. Identität bedeutet, wie du dich selbst siehst. Dieses Jahr wollen wir die Identität eines Deutschlerners bauen. Nicht jemand, der manchmal Deutsch studiert, sondern jemand, der Deutsch lebt. Ja, das klingt groß, aber wir machen es klein. Disziplin fängt nicht mit großen Aktionen an. Sie fängt mit winzigen an. Sie fängt mit sehr kleinen Aktionen an. Wenn du dir selbst sagst, ich will 2 Stunden jeden Tag Deutsch lernen, Thai, kann dein Gehirn Angst bekommen. Dein Gehirn kann sich vor etwas Schwierigem fürchten. Wenn das Gehirn sich fürchtet, wehrt es sich. Es sagt Nein. Aber wenn du sagst, ich höre für 10 Minuten zu, bleibt dein Gehirn ruhig. 10 Minuten fühlen sich sicher an. Das ist nicht gefährlich. Das ist nicht zu viel. Und hier ist das Geheimnis. Wenn du anfängst, machst du oft weiter. Anfangen ist der schwierigste Teil. Es ist der wichtigste Teil. Auch dieses Jahr ist deine Disziplin nicht über Zeit. Deine Disziplin ist über Anfangen. Jeden Tag fängst du einfach an. Auch nur für einen kurzen Moment. Du denkst vielleicht, aber Thomas, 5 Minuten, 10 Minuten, das ist zu wenig. Okay, lass mich dir etwas Wichtiges sagen. Konsistenz schlägt Intensität. Konsistenz bedeutet etwas regelmäßig machen.
Intensität bedeutet etwas sehr stark machen, aber nicht unbedingt oft. 10 Minuten jeden Tag für ein Jahr ist mächtig. Dein Gehirn lernt durch Wiederholung. Wiederholung bedeutet immer wieder dasselbe hören. Wenn du Deutsch oft hörst, fängt dein Gehirn an, Muster zu erkennen. Du fängst an zu fühlen, was sich richtig anfühlt. So lernen Kinder. So hast du deine erste Sprache gelernt. Jetzt lass mich über Routine sprechen. Eine Routine ist etwas, das du jeden Tag zur gleichen Zeit oder auf die gleiche Weise machst. Routine nimmt das Denken weg. Sie entfernt das Denken. Wenn du nicht denken brauchst, brauchst du keine Motivation. Du handelst einfach. Zum Beispiel, du kannst Deutsch mit etwas verbinden, das du schon machst. Vielleicht trinkst du morgens Kaffee. Während du Kaffee trinkst, hörst du Deutsch. Vielleicht spazierst du jeden Tag. Während du spazierst, hörst du Deutsch. Das heißt Stacking. Stacking bedeutet, eine Gewohnheit auf die andere legen. Du schaffst keinen neuen Platz in deinem Tag. Du nutzt einen, den es schon gibt. Das macht Disziplin leicht. Aber leicht bedeutet nicht faul. Das bedeutet nachhaltig. Nachhaltig bedeutet etwas, das du lange Zeit fortsetzen kannst. Viele Menschen hören auf Deutsch zu lernen, weil sie es zu schwer machen. Sie machen es zu schwierig und zu anstrengend. Aber dieses Jahr wird Deutsch leicht sein. Es wird leicht zu tragen sein. Es wird leicht zu machen sein. Jetzt lass mich über schlechte Tage sprechen. Schlechte Tage werden kommen. Ein schlechter Tag ist ein Tag, an dem du dich müde, traurig oder beschäftigt fühlst. An schlechten Tagen ist Disziplin am wichtigsten. Aber Disziplin an schlechten Tagen ist nicht über mehr machen. Sie ist über weniger machen. Aber trotzdem etwas machen. Auch ein Satz ist genug. Wenn du 1 Minute zuhörst, das ist Erfolg. Erfolg bedeutet, das machen, was du entschieden hast. Brich nicht die Kette. Wenn du heute übst, verbindest du heute mit gestern. Wenn du morgen übst, wächst die Kette. Wenn du einen Tag verpasst, verpasst nicht 2 Tage. Das ist sehr wichtig. Einen Tag zu verpassen ist normal. Das ist natürlich, aber 2 Tage zu verpassen, das schafft eine Gewohnheit des Stoppens. Stoppen ist, was wir vermeiden wollen. Also, wenn du einen Tag verpasst, komm sofort zurück. Okay? In diesem Teil will ich über Grit sprechen. Grit ist eine einfache, aber mächtige Idee. Grit bedeutet, bei etwas lange bleiben, auch wenn es schwierig ist. Es bedeutet nicht aufzugeben, wenn der Fortschritt langsam oder unsichtbar fühlt. Du kannst es nicht klar sehen. Viele Menschen fangen an, Deutsch zu lernen, mit Aufregung. Sie fühlen sich stark und glücklich. Sie fühlen sich am Anfang gut. Alles fühlt sich neu an. Alles fühlt sich möglich an. Aber nach einiger Zeit verschwindet die Aufregung. Sie verschwindet langsam. Das ist der Moment, in dem die meisten Menschen stoppen. Sie sagen, ich verbessere mich nicht. Sie sagen, das ist zu langsam. Sie sagen, vielleicht ist Deutsch nicht für mich. Diese Gedanken sind normal. Sie sind alltäglich und menschlich. Aber diese Gedanken sind nicht wahr. Lass mich dir etwas sehr Wichtiges sagen. Langsamer Fortschritt ist echter Fortschritt. Dein Gehirn braucht Zeit, um sich
zu verändern. Veränderung passiert nicht in einem Tag, nicht in einem Monat. Sie passiert leise, über mehrere Monate. Denk daran, Autofahren zu lernen. Am Anfang fühlt sich alles verwirrend an. Du denkst über jeden Schritt nach, die Pedale, der Spiegel, die Straße. Später fühlt sich Autofahren automatisch an. Du machst es, ohne zu denken. Deutsch funktioniert genau so. Am Anfang arbeitet dein Gehirn sehr hart, später werden die Dinge leichter. Aber die Mitte ist schwierig. Die Mitte ist, wo Grit lebt. Die Mitte ist, wenn das Lernen sich langweilig anfühlt. Es ist nicht aufregend. Es ist nicht neu. Du kennst schon einige Wörter, aber du fühlst dich nicht fließend. Diese Phase ist gefährlich. Viele Menschen hören hier auf. Aber wenn du hier bleibst, ändert sich alles. Grit ist nicht laut. Grit ist leise. Grit ist eines normalen Tages aufwachen und trotzdem zuhören. Grit ist eine normale Woche haben und trotzdem üben. Grit ist keine großen Gefühle, aber eine stille Entscheidung jeden Tag. Also heute, am 2. Tag dieses Jahres, mach ein stilles Versprechen, nicht zu hart zu lernen, nicht perfekt zu sein. Verspreche, weiterzumachen. Verspreche, nett zu dir selbst zu sein. Verspreche zu zeigen, dass du kommst. Das ist genug. Ich bin hier mit dir. Dieser Kanal ist hier mit dir. Jeden Tag, einen Tag nach dem anderen. Einen Satz nach dem anderen. Ich danke dir so sehr, dass du diesen Weg mit mir gehst. Willkommen in deinem Deutschjahr. Willkommen 2026 und willkommen bei Einfach Deutsch. Bis zum nächsten Mal. Mein Freund. Tschüss.